Guten Tag, liebes Publikum. Mein Name ist Axel Kober. Ich bin Generalmusikdirektor der Deutschen Oper am Rhein, Düsseldorf-Duisburg. Und eigentlich würde ich heute Abend im Graben unseres Düsseldorfer Opernhauses stehen und mit meinen wunderbaren Düsseldorfer Symphonikern dieses Vorspiel zur Oper Rheingold von Richard Wagner musizieren. Nun sitze ich hier, wie Sie wahrscheinlich alle, in meinem Homeoffice, in meinem Wohnzimmer zu Hause. Und wir haben uns gedacht, wenn Sie als Publikum diese Woche den Ring genauso sehr vermissen wie wir, dann laden wir Sie wenigstens ein, um mit uns ein wenig über den Ring zu plaudern. Und das möchte ich tun mit meinem lieben Kollegen Dorian Dreher. Der ist Spielleiter bei uns an der Deutschen Oper am Rhein. Und mal schauen, ob das alles klappt. Ich begrüße jetzt Herrn Dorian Dreher, sich hier zu beteiligen an unserem schönen Gespräch. Hallo, lieber Axel. Hallo Dorian. Wie geht es dir? Wo bist du? Was machst du gerade? Und vielleicht erklärst du unserem Publikum, ich habe dich als Spielleiter vorgestellt, was du denn so machst und was dein Bezug zu unserem Ring am Rhein ist. Ja, lieber Axel, mir geht es Gott sei Dank sehr gut. Ich hoffe, dir auch. Gesundheitlich. Natürlich macht mir auch wie allen diese sehr besondere Situation etwas zu schaffen. Und ich würde auch, wie wahrscheinlich wir alle, viel, viel lieber heute auf der Bühne der Deutschen Oper am Rhein mit euch zusammen diesen erneuten Ring aus der Taufe heben. Aber das geht halt leider nicht aufgrund dieser wirklich sehr einschneidenden. Es ist für uns als Haus immer was ganz Besonderes, den Ring wirklich dann in einer Woche zu spielen. Also wir haben jetzt so lange darauf hingearbeitet, dieses gigantische Werk als Zyklus wirklich Ihnen als Publikum präsentieren zu können. Und so eine Ringwoche ist fürs ganze Haus immer eine große Herausforderung und auch eine wahnsinnige Spannung und Freude, dann das wirklich so auf die Beine und auf die Bretter zu bringen. Und deswegen ist es besonders schade, dass wir das diese Woche nicht machen können. Ja, das ist auf jeden Fall wahnsinnig schade. Immerhin, das muss man immerhin sagen, haben wir jetzt diese Saison schon einmal diese Freude gehabt. In Duisburg haben wir den Ring im November einmal aufführen können, zyklisch. Das war ein großartiges Erlebnis. Das war der erste szenische Ring in Duisburg und das war ein wunderbares Erlebnis. Um deine Frage zu beantworten, ich bin an der Deutschen Oper am Rhein als Spielleiter und als Regieassistent engagiert. Ich habe den gesamten Ring von Dietrich Hilsdorf als Regieassistent begleitet und alle weiteren Vorstellungen auch dann szenisch betreut und szenisch einstudiert. Die Wiederaufnahmeproben, manchmal kommen neue Leute ja dazu, da muss mit denen die Inszenierung erarbeitet werden. Manchmal hat man auch Leute, die in den Rollen debütieren, mit denen muss man auch die Rollen szenisch erarbeiten, also das, was die musikalische Abteilung in der musikalischen Einstudierung vollzieht, vollziehe ich sozusagen in der szenischen Einstudierung und versuche die Inszenierung dann mit anderen Leuten genauso originalgetreu auf die Bühne zu bringen, wie das zur Premiere in Düsseldorf der Fall gewesen ist. Hier kommen wir jetzt zu einem Punkt, der immer im Ring eigentlich die Hauptfrage ist, nämlich das Zusammenwirken von Szene und Musik. Die Musik und die Szene sind ja in Richard Wagners Werken in besonderer Weise miteinander verwoben, da Richard Wagner ja sowohl den Text als auch die Musik für diese Werke geschrieben hat. Und wir hatten ja schon das Vergnügen, zum Eingang dieses Podcasts diese wunderbaren ersten Töne des Rheingold zu hören. Es sind 136 Takte, wir haben sie jetzt leicht gekürzt, um das Format dieses Podcasts nicht ausufern zu lassen. Und ich würde dich, lieber Axel, fragen, wie schafft man es als Dirigent mit einem Orchester in dieser relativ kurzen Zeit schon eine derart prägnante Welt vor den Ohren des Publikums entstehen zu lassen? Ja, es ist erstmal einfach genial komponiert. Also es beginnt wirklich mit dem tiefen S alleine in den Kontrabässen, dann kommt die Quinte dazu und so steigert Wagner in diesen 136 Takten, was man natürlich jetzt am Klavier leider überhaupt nicht darstellen kann, weil erstens kann man keine längeren Akkorde aushalten, so wie es dann die Bläser und Streicher im Orchester tun können. Und außerdem leben diese 136 Takte natürlich von der Instrumentation. Er nimmt immer wieder neue Instrumente dazu. Von diesem Anfang der Kontrabässe steigert sich das Ganze bis zu einem großen Orchester-Tutti und alleine in diesen 136 Takten wird der ganze Kosmos des Ring eigentlich schon einmal gelegt. Als Dirigent muss man eigentlich nur versuchen, das so zu steuern, wie es eben geschrieben ist, weil es ist so
genial gemacht, dass man nur versuchen muss, so natürlich wie möglich diesen Aufschwung und diese Steigerung hinzukriegen. Und wenn dann die 136 Takte vorbei sind, dann geht er von dem S-Dur ganz natürlich in das erste Thema der Rheintöchter über. Die Rheintöchter erscheinen dann schwimmend im Rhein und da kommt dann das erste Mal eben auch auf den S-Grundton das berühmte Thema der Rheintöchter. Hier sind wir an einem ganz interessanten Punkt schon angekommen, nämlich die Rheintöchter stellen sich ja auch gleich mit einem sehr interessanten Text vor, nämlich Weiher, Wager, Woge, du Welle, Walle zur Wiege, Wallala, Weiher, Wallala, Weiher, Weiher. Das ist wahrscheinlich der Operntext, der von allen Operntexten am meisten parodiert und verspottet worden ist, weil es natürlich eine sehr, sagen wir mal, gewöhnungsbedürftige Sprache auch für eine Bühnensituation ist. Richard Wagner selbst hatte einmal in einer Schrift an Nietzsche geschrieben, dass er versucht hat, eigentlich eine sehr natürliche, kindliche Sprache zu wählen, eigentlich auch dem kindlichen Eierpopeia abgelauscht in gewisser Art und Weise, nämlich die Rheintöchter als Naturwesen, die ihr Baby, nämlich das Rheingold, im Schlaf besingen. Damit begegnen wir auch gleich der Grundsituation dieser dramatischen Szene, nämlich die Rheintöchter, sie bewachen das Rheingold. Das Rheingold ist von ihrem Vater, dem Rhein, ein ihnen geschenktes oder überantwortetes ein Naturgegenstand, den sie bewachen müssen. Und dabei werden sie gestört von einem Nibelungen, einem Zwergen, nämlich Alberich, der dazukommt, zunächst sich den Rheintöchtern mit dem Wunsch nähert, sich mit ihnen in fleischlicher Liebe zu vereinigen. Da wird er abgewiesen und aus dieser Frustration heraus verflucht er die Liebe und schafft damit eine Bedingung, nämlich dieses Gold zu rauben. Und damit entnimmt er der Natur dieses Gold und raubt es den Rheintöchtern. Damit ist die erste große dramatische Situation dieses Werkes gesetzt. Das Rheingold ist geraubt und die Natur ist im Ungleichgewicht. Jetzt ist die Frage, um nochmal auf diesen sehr prägnanten Text zu beginnen und die Charakterisierung der Rheintöchter zu sprechen zu kommen. In der Oper ist es ja immer so, dass ein Text, wenn man ihn für sich spricht, wahrscheinlich nicht die gleiche Wirkung hat wie im Zusammenhang mit der Musik. Wie schafft es der Komponist Richard Wagner, den Textdichter Richard Wagner auf eine neue Höhe zu heben, indem er diesen Text, den ich am Eingang zitiert habe, singen lässt? Ja, also er webt das Ganze aus dem Vorspiel heraus und diese Melodie der Rheintöchter liegt dann auch, wie ich schon gesagt habe, über dem S-Dur-Grundton und umspielt das Ganze. Und es ist, entsteht dadurch eine Atmosphäre, in der man wirklich die Rheintöchter quasi im Rhein schwimmen hört, also auf den Wellen, und sie singen quasi eine Wellenlinie da oben drüber. Und ich finde diesen Text insofern da auch wirklich passend, weil es ja auch die Alliteration mit dem Buchstaben W ist. Weiher, Waler, Woge, Welle. Und im ganzen Ring wird diese W-Alliterationen immer wichtig bleiben und wichtig werden, mit Winterstürme, wichendem Wonnenmond oder Weiche, Wotan, Weiche. Es sind ja immer diese Alliterationen, die auch eine besondere Farbe geben. Und insofern finde ich, dass das schon sehr, sehr gut miteinander verwoben ist. Wenn man natürlich nur den Text als solchen spricht, klingt es ein bisschen kindisch und lustig auch. Die Rheintöchter begegnen uns ja im Ring in zwei sehr prägnanten Szenen. Sie treten dann einmal stumm auf am Ende der Götterdämmerung und einmal aus dem Off am Ende des Rheingoldes. Aber es gibt zwei Szenen auf der Bühne mit den Rheintöchtern, nämlich eben diese erste Szene im Rheingold und später noch einmal im dritten Akt der Götterdämmerung die erste Szene. Kann man aus musikalischer Sicht sagen, dass die Rheintöchter durch den Verlust dieses Goldes eine Metamorphose vollzogen haben? Sind sie in der Götterdämmerung andere Charaktere, als sie es im Rheingold waren? Also sie sind auf jeden Fall musikalisch ganz andere Charaktere. Die Harmonik in der Szene der Götterdämmerung mit den Rheintöchtern ist wesentlich komplexer. Es ist nicht mehr nur dieses einfache Wellenschlagen, sondern es ist eine hochchromatische und komplizierte Harmonik, die auch eine gewisse Dramatik und eine gewisse seherische Kraft der Rheintöchter dann darstellt. Also sie haben sich als Naturwesen, die vielleicht nur im Rheingold
nur ganz unschuldig auf ihren Schatz quasi aufgepasst haben, doch zu Naturwesen entwickelt, die auch seherische Fähigkeiten haben, die voraussagend sind, die, die, die Zukunft prophezeien und Siegfried ja immer wieder wirklich ganz intensiv erst bitten und dann fordern und dann auch drohend ihm sagen, er müsse den Ring ihnen zurückgeben. Das sind, finde ich, schon ganz andere Wesen als am Beginn des Rheingoldes. Wir haben jetzt viel über den Text auch schon gesprochen. Ist dieser hohe Anteil des Textes im Rheingold, es wird viel gesprochen, viel miteinander verhandelt, hat dieser hohe Anteil des Textes im Rheingold auch eine Funktion, beeinflusst er die musikalische Sprache, die dieses Werk hat? Und was bedeutet das für ein Orchester, wenn in einem Stück, was 2,5 Stunden wie das Rheingold dauert, so viel Text gesprochen oder gesungen wird? Ja, ich finde das das Spannende am Rheingold, weil es ist tatsächlich, das ganze Stück ist unglaublich rezitativisch angelegt. Also das Orchester ist im Hintergrund und illustriert den Text. Und der Text wird vorangetrieben, deswegen sind diese 2,5 Stunden von der Dramatik her unglaublich spannend. Und für den Ringkenner oder für das ganze Werk ist es natürlich unglaublich toll, dass Wagner die Motive erklingen im Rheingold alle zum ersten Mal. Also wenn die Rheintöchter zum ersten Mal Alberich von dem Rheingold quasi erzählen, das kommt dann zum ersten Mal und hat eine unglaubliche Wirkung, wenn man dann die 16 Stunden später weiß, wie es weitergeht oder das immer wieder hört in den entscheidenden Momenten. Und fürs Orchester sind die Zwischenspiele extrem herausfordernd und nur in den Orchesterzwischenspielen entwickelt er eigentlich wirklich die volle orchestrale Kraft, die er dann auch in den späteren Teilen des Rings entwickelt. Also da kommt das Orchester dann wirklich zur voller Blüte und nachdem Alberich das Rheingold geraubt hat, führt uns Wagner aus den Tiefen des Rheines hinauf in eine Höhenlandschaft. Und das zeigt er unglaublich schön. Die Melodien, die Terzen steigen nach oben mit Harfen- und Flötenbegleitung, hört man, wie es nach oben steigt. Und dann bleibt eine Phrase nur mit Terzen der Hörner übrig, die sich am Ende fast endlos verliert. Und dann kommt wieder zum ersten Mal das große Walhall-Thema, das Wotan-Thema, was eines der zentralen Themen im ganzen Ring sein wird. Zum ersten Mal richtig bewusst hört man die Wagner-Tuben, ja, das Instrument, was Wagner eigentlich ja für den Ring entwickelt hat. Das ist ein Instrument, was zwischen Tube und Horn quasi so ein bisschen rangiert vom Klang, was extrem weiche, runde Klänge hervorrufen kann. Und das ist für mich immer ein unglaublich toller Moment im Rheingold, wenn diese Passage so ausläuft und dann zum allerersten Mal das Rheingold-Thema kommt. Das will ich jetzt auch gleich ganz kurz einmal demonstrieren. Und so weiter. Das ist natürlich wiederum schade nur am Klavier, weil wenn die Tuben einsetzen und wir haben in Düsseldorf und Duisburg wirklich einen wunderbaren Tubensatz, das ist ein Moment für große Gänsehaut.
Das ist wohl wahr, auch wenn sich die Gänsehaut jetzt bei mir auch anhand dieses Klavierspiels schon eingestellt hat, weil einfach dieser Übergang so unglaublich fantastisch ist. Wotan und Fricka, seine Frau, liegen ja auf dieser Bergeshöhe schlafen. Sie haben den Bau von Walhall verschlafen, den haben die Riesen innerhalb einer Nacht vollzogen. Das Problem ist nur, dass Wotan den Riesen als Lohn für diesen Bau Freya, die Göttin der Jugend, versprochen hat. Und die Götter in der Ringgeschichte sind nicht per se unsterblich. Sie brauchen nämlich die Äpfel, die Freya in ihrem Garten hütet, um ihre Unsterblichkeit weiterzuführen. Ansonsten altern sie sehr schnell. Das wird den Göttern jetzt auch klar und sie suchen verzweifelt nach einem anderen Lohn für die Riesen, die das eigentlich nicht so ganz einsehen, weil sie das verabredet haben. Es kommt noch ein ganz zentraler Punkt dieses ganzen Werkes ins Spiel, nämlich dass Wotan auf die Verträge, die er geschlossen ist, angewiesen ist. Seine Macht begründet sich auf den Verträgen. Das heißt, wenn er wortbrüchig wird, dann verliert er auch seine Macht. Hier kommt nun eine etwas seltsame Gestalt im Rheingold hinzu. Das ist der Halbgott Loge. Es ist so ein spielerischer, mephistophelischer Charakter, der dazu tritt und Wotan immer aus Klemmen befreit, wenn er sich irgendwie verrannt hat, wenn er irgendeine Situation nicht lösen kann. Und dieser Loge, der schlägt nun vor, dass dieses Rheingold, was gerade den Rheintöchtern geraubt wurde durch Alberiche, ein guter Lohn für die Riesen wäre. Wotan wird da etwas wütend. Er sagt, wie bist du verrückt, was ich nicht selber habe, wie soll ich das denen dann geben? Und dann schlägt der Loge vor, dass die beiden, nämlich Wotan und Loge, hinunter nach Nibelheim, unter die Erde, wo Alberich dieses Rheingold hütet und aus ihm einen Ring geschmiedet hat, der ihm maßlose Macht verleiht, rauben. Diese Szene, die jetzt, deren musikalischen Beginn wir gehört haben, die ist relativ lang, die dauert fast 50 Minuten und es ist eine wahnsinnig große Personage auf der Bühne. Es sind die Götter, dann kommen die Riesen dazu, dann später Loge. In unserer Inszenierung treten sogar stumm die Rheintöchter auf, die sich ärgern, dass ihnen das Rheingold geraubt wurde. Jetzt ist die Frage, lieber Axel, du hast diesen Ring bereits in deiner Zeit als stellvertretender GMD in Mannheim dirigiert, also nachdirigiert, aber dieser Ring in Düsseldorf am Rhein ist deine erste Einstudierung dieses Werkes. Sie ist auch insofern etwas Besonderes, dass wir ja in der Deutschen Oper am Rhein mit 2 Orchestern und 2 Besetzungen arbeiten, nämlich mit einer Duisburger Besetzung, einer Düsseldorfer Besetzung, die tauschen sich manchmal aus, aber auch mit 2 verschiedenen Orchestern. Was bedeutet so eine Ringeinstudierung mit 2 Orchestern und auch eigentlich einem gewaltigen Ensemble, weil es ja alles doppelt besetzt ist? Was bedeutet das für ein Haus wie die Deutsche Oper am Rhein? Welch ein Kraftakt ist das für ein Haus? Also das ist ein sehr großer Kraftakt. Natürlich, du hast es schon so angedeutet. Es ist, wir haben auch 2 bis 3 Jahre letztendlich dafür Zeit genommen, die Einstudierungen zu machen. Es ist auf der einen Seite von den Sängern her, Rheingold ist eigentlich fast das aufwendigste Stück. Wir haben 13 Partien, 14 Partien. Genau, wir haben 14 Partien, 14 verschiedene Partien vom tiefsten Bass bis zum hohen Sopran, ist alles vertreten. Und das Entscheidende ist, es sind alles unglaublich starke Charaktere auf der Bühne. Also auch wenn Erda zum Schluss kommt und eigentlich nur 1,5 Minuten zu singen hat, dann muss das eine erstklassige Solistin sein, die da besetzt ist. Auch die Götter Froh, Donner und auch die Rheintöchter natürlich. Das müssen alles wirklich hochkarätige Sänger sein. Und deswegen ist es so eine Besetzung sehr schwer für ein Haus zu organisieren. Für uns in dem Falle sogar fast komplett 2 Besetzungen. Und da zeigt sich einfach mal ganz deutlich die Riesenqualität, die wir an der Deutschen Oper am Rhein haben. Wir sind immer noch das Haus mit den meisten Sängern. Ich glaube, wir haben über 50 fest engagierte Sängerinnen und Sänger noch im besten Ensemble. Das ist sehr selten heutzutage. Und da kann man dann natürlich wirklich aus dem Vollen schöpfen. Und das ist großartig, wenn man das dann mit einigen kleinen Ausnahmen wirklich mit den Sängern vom eigenen Haus besetzen kann. Und worauf ich auch nochmal vielleicht hinweisen möchte, was eigentlich auch sehr schön ist, es sind ja viele Häuser spielen ja den Ring und viele bedienen sich bereits gesungener Sänger. Wir haben es eigentlich geschafft, fast eine komplette Besetzung, nämlich die Duisburger Besetzung, eine neue Besetzung zu kreieren, indem wir sehr, sehr viele Rollendebütanten auch dort zum Einsatz haben kommen lassen, die alle diese Partien, also in der Götterdämmerung zum Beispiel, die wir jetzt szenisch in Duisburg zur Premiere bringen konnten im November, haben alle, ohne Ausnahme, alle Partien in ihren Rollen debütiert. Die haben uns alle zum ersten Mal gesungen und wir haben einfach eine ganz neue Besetzung sozusagen der Welt und dem internationalen Betrieb können wir zur Verfügung stellen,
mit Leuten, die diese Partien alle jetzt bei uns einstudiert haben und auch szenisch einstudiert haben. Das heißt, sie haben auch eine innere Haltung zu den Szenen. Und das ist ein großes Geschenk für uns alle auch, weil es eine große Freude war, diese Arbeit zu vollziehen. Ja. Und es war mir in der Planung auch extrem wichtig, dass wir dass wir eine gute Mischung haben aus Erfahrung, die auch sehr wichtig ist, in so ein Projekt mit einzubinden. Also Hans-Peter König oder Kammersringen Linda Watson, die bei uns einfach auch fest im Ensemble sind, dann in diese Besetzung mit einzubinden, die wirklich ihren unglaublichen Erfahrungsschatz in diesen Rollen mitgebracht haben. Und auf der anderen Seite aber viele junge Kolleginnen und Kollegen, die auch die Rollen zum ersten Mal erarbeitet haben, war für mich auch ein großes Geschenk, weil es etwas anderes ist, als wenn man quasi auch in eine vorgefertigte Meinung hineinkommt, sondern man konnte das neu gemeinsam entwickeln. Und mit den Orchestern, es ist ja ein Wahnsinnsaufwand, mit 2 kompletten Orchestern das einzustudieren, aber es ist natürlich auch besonders reich an Erfahrungen. Jedes Orchester bringt seine eigene Erfahrung, seine eigene Tradition mit und deswegen habe ich die Arbeit sehr, sehr genossen und finde, dass das Ergebnis, was wir an beiden Städten erreicht haben mit dem kompletten Ring, wirklich sehr, sehr beachtenswert ist. Es ist wunderbar, dass du jetzt auch diese Herausforderungen ansprichst, die so eine Einstudierung mit sich bringt des Ringes, also sowohl die szenische Einstudierung als auch die musikalische Einstudierung, weil diese Schwierigkeiten schon immer bestanden haben. Die allergrößten Schwierigkeiten bei der Einstudierung dieses Werkes hatte natürlich Richard Wagner selbst, als er den Ring zum ersten Mal in der von ihm erdachten zyklischen Form in Bayreuth 1876 einstudiert hatte. Und jetzt kommen wir auch im Stück, wir gehen ja so ein bisschen chronologisch durch Stück, an eine Stelle, die ziemlich kompliziert zu realisieren ist, nämlich wie schafft man es innerhalb von 3,5 Minuten von der Bergeshöhe in die Unterwelt zu kommen. Und man muss sagen, hydraulische Podien, wie man das heute häufig sieht, hatte Richard Wagner nicht zur Verfügung. Er hat versucht, diesen Szenenwechsel durch Dämpfe, durch Nebel zu erzielen. Und ist, wie jeder am Theater weiß, Nebel sehr, sehr unzuverlässig in der Richtung, wo er hinzieht. Hat mit der Thermik zu tun und es gab einen Riesenkrach bei der ersten Einstudierung, weil der Nebel vollständig in den Graben zog. In Bayreuth, der ja eigentlich nicht sehr weit geöffnet ist, aber es ist eine kleine Öffnung und dann ist es aber natürlich sehr stickig da unten und das Orchester. Wenn Bayreuth in den Graben hineinnebelt, dann ist da unten dicht, dann sieht man gar nichts mehr. Es gab einen wahnsinnigen Ärger mit dem Orchester schon bei der ersten Ringaufführung an dieser Stelle wegen des Nebels und dann kommt ja eine wunderbare musikalische Metamorphose von dieser hehren Götterwelt hin in diese Nibelheimwelt, wo es einen Zeitgenossen gab von Wagner, Karl Friedrich Glasenapp, die zum ersten Mal diese Klänge hörte. Der hat später auch eine Biografie von Richard Wagner als einer der ersten verfasst und er hat gesagt, diese Klänge, die er da gehört hat, die hätten zugleich irdische Gefühle in ihm ausgedrückt, himmlische Gefühle und auch es wäre ihm gewesen, als würde er in eine irdische Hölle hineinsteigen. Das alles anhand dieser musikalischen Wirkung, dieses Zwischenspiels. Und jetzt, lieber Axel, frage ich dich, wie schafft man es denn, als Leiter eines Orchesters diese ganzen Bandbreite der Gefühle zu erzeugen, von den hehrsten göttlichen Gefühlen bis zur irdischen Kraft bis hin in die Hölle. Das ist ja, wie eigentlich der Theaterdirektor in Goethes Faust eigentlich eine ganze Welt von oben bis unten darstellt. Und das in 3,5 Minuten. Wie kann man das schaffen? Ja, also da zeigt sich einfach auch der Theaterpraktiker Wagner, also wie dieses Zwischenspiel komponiert ist, was du sagst, ist unglaublich. Man hört, wie es weiter, immer tiefer wird, die Harmonik wird immer von der klaren Götterharmonik immer enger, mehr verminderte Akkorde, immer chromatischer. Und wir hören dann auch zum ersten Mal, weil die beiden wahrscheinlich auch mit schneller Hast unterwegs sind. Das ist ein kleiner Motivfetzen, der im Ring immer wieder auftaucht, wenn schnelle Bewegung, wenn eine Flucht im Gange ist. Also wenn Siegmund und Sieglinde vor Hundingen fliehen, dann kommt dieses Motiv immer deutlicher. Und dieses Motiv verändert sich im Rahmen dessen, dann legt er das Rheingold-Motiv in Moll da drüber, weil das Rheingold geraubt ist und wir nähern uns jetzt aber wieder dem geraubten Rheingold. Und dann kommt zum ersten Mal im ganzen Ring der Schmiederhythmus der Nibelungen, weil Wotan und Loge reisen hinab und
das Hören dieses Schmieden, diesen Rhythmus. Und jetzt bedient sich Wagner einer unglaublichen Sache, heute würde man sagen, eines Überfadens, eines Fade-Outs und Fade-Ins. Man hört erst ganz leise quasi ein hämmerndes Geräusch dieses Rhythmuses, wie aus den Schmiedenwerkstätten. Und wie Wotan und Loge diesen Werkstätten immer näher kommen, wird dieses Schmiedegeräusch immer lauter bis zu einem Höllenspektakel, und dann setzt das Orchester wieder ein und das Schmiedegeräusch wird wieder leiser, sodass man das Gefühl hat, man fährt quasi an diesen Schmiedewerkstätten vorbei. Und Wagner schreibt dazu 18 Ambosse vor, auf denen jedes Orchester natürlich immer zur Verfügung hat normalerweise. Auch in jedem Graben natürlich Platz. Genau. Und wenn man sich mal vorstellt, steht alleine neben einem Amboss, ja, wo ein Schmied darauf hämmert, wie laut das ist. Und dann 18 Ambosse. Also es ist ganz, ganz schwierig umzusetzen. Und wir haben aber einen Fachmann, den ich jetzt sehr gerne dazuschalten würde. Christoph Lamberti ist Schlagzeuger der Duisburger Philharmoniker. Und an dieser Stelle sind die Schlagzeuger immer mit unglaublicher Kreativität gefragt. Und da ist er schon, und ich würde mich freuen, lieber Christoph, erstmal hallo, wie geht es dir? Hallo. Guten Tag, lieber Axel, guten Tag, lieber Dorian. Ich freue mich und grüße euch auch aus dem Homeoffice im herrlichen Mülheim an der Ruhr. Schön. Ja. Und die Frage war, die wir uns gerade beschäftigt haben, Wagner kreiert ein Höllenspektakel, einen Weg in die Hölle mit diesen 18 Ambossen. Und da steht man als Dirigent dann immer davor und sagt, oh Gott, wie soll ich 18 Ambosse? Und dann geht man zu den Schlagzeugern und sagt, wie können wir das umsetzen? Was könnt ihr tun? Was kannst du uns erzählen? Es gibt große Traditionen, auf was gespielt wird, wie das zu realisieren ist. Ja, die Ambosse sind tatsächlich immer das Problem, und zwar geht es dabei um die klangliche Umsetzung. Wenn man sich jetzt einen großen Amboss vorstellt, das Ding steht da, man nimmt einen Hammer, man spielt da drauf, man schlägt drauf, es kommt aber nichts raus, weil das Ding sehr, sehr massiv ist. Also sind wir Schlagzeuger generell, ich schweife jetzt ein wenig ab, generell in der Musikliteratur immer wieder gefragt zu improvisieren. Wenn ein Komponist zum Beispiel vorschreibt, wie letztens Hauke Beerheide, ein Eisenstangenspiel, dann liest man in der Schlagzeugstimme Eisenstangenspiel, 4 Eisenstangen. Wie machen wir das? In dem Fall hatte der Beerheide dieses Instrument tatsächlich selber gebaut. 4 unterschiedlich lange Eisenstangen auf eine Holzkiste gesetzt. Da war das Problem für uns im Grunde erledigt. Aber ansonsten müssen wir uns immer überlegen, in Verbindung mit dem Dirigenten, wie setzen wir die Geschichte akustisch um. 18 Ambosse, ich habe das mal in Essen gemacht, im Alto-Theater, da war ich zu Gast. Da waren wir oben auf der Galerie verteilt. Also hinter dem Publikum, den Orchestergraben im Blick. Und das ist natürlich auch für uns Schlagzeuger die absolute Hölle. Wir hatten uns dann überlegt, was machen wir, was nehmen wir. Und in Duisburg nehmen wir inzwischen einen Spulenmotor von einem Elektromotor. Dann haben wir Eisenbretter, die sind 20 cm lang, 10 cm breit, einen halben Zentimeter dick. Und Eisenbahnschienen. Und zwar kurz geschnittene Eisenbahnschienen, die klingen ausgesprochen gut. Ich habe hier mal als Beispiel, das kann man jetzt sehen, Hantelscheiben aus Gusseisen, die klanglich tatsächlich einigermaßen funktionieren. Ich führe das mal kurz vor. Ich muss da mal an die Kamera ein bisschen drehen. Das sieht doch schon mal gut aus. Wie 2 Herdplatten. Dann nimmt man einen etwas kleineren Hammer, das ist ein Goldschmiedehammer, und einen normalen 300 Gramm Hammer. Ich hoffe... Deine armen Nachbarn. Bitte? Deine armen Nachbarn. Nicht nur die armen Nachbarn, vor allem die armen Ohren. Wenn wir das zum Beispiel aufnehmen, wir haben in Duisburg, wenn wir es szenisch machen, das Rheingold, haben wir die Möglichkeit, es wird vorher aufgenommen, dann kann man halt diese kleinen Geschichten nehmen, weil die klanglich toll sind und auch nicht so penetrant, und den Hall oder die Lautstärke, die kann man halt durch die Tontechnik dazu mischen. Wenn wir das allerdings live machen, wie in der Mercator,
Da haben wir das mit Eisenbahnschienen und Eisenplatten gemacht. Da muss man sich tatsächlich sehr, sehr gut schützen, weil sonst ist das für die Ohren ein absoluter Wahnsinn. Da muss ich mal ganz kurz einhaken, lieber Christoph. Das Praktischste für ein Opernhaus ist natürlich, das aufzunehmen und bei der szenischen Darstellung dann im richtigen Moment einzuspielen. Das ist für den Dirigenten immer ein bisschen schwierig, weil man muss natürlich genau das vorproduzierte Tempo in diesem Übergang auch treffen, dass dann mit dem Überblenden das gut funktioniert. Aber die einzige andere Möglichkeit, weil in den Graben, wie gesagt, passt es nicht. Auch auf der Hinterbühne kann man das nicht musizieren, weil da Techniker sind, die den Umbau machen müssen. Wenn da Schlagzeuger auf Eisenbahnschienen noch rumhämmern, dann funktioniert das gar nicht. Deswegen, wenn man es live spielt, wird es meist aus einem anderen Raum übertragen. Und dann ist es sowieso eine künstliche Übertragung und dann kann man es auch aufnehmen. Das ist letztendlich dann der gleiche klangliche Effekt. Wir hatten jetzt in der letzten Spielzeit, Sie wissen, ja, es hat im April einen großen Wasserschaden im Theater Duisburg gegeben, sodass das Haus eine ganze Zeit lang nicht bespielbar war. Und so mussten wir damals mit der Einstudierung der Götterdämmerung der Produktion in die benachbarte Mercatorhalle ausweichen. Das war natürlich eine riesen Herausforderung für alle. Auf der anderen Seite auch zumindest klanglich eine extreme Chance, weil die Mercatorhalle eine ganz andere Akustik bietet, eine viel größere Akustik als das Theater Duisburg. Die Bühne ist viel größer als der Orchestergraben. Man hat Platz, eine große Orchesterbesetzung hineinzusetzen. Beim Rheingold zum Beispiel war es möglich, die original vorgeschriebenen 6 Harfen auf die Bühne zu bringen, was ja ganz großartig ist, was in keinem Orchestergraben, außer in Bayreuth, in keinem Orchestergraben sonst wirklich Platz hat. Und ich dachte, gut, nehmen wir einfach die Aufnahme. Auch der Ambosse ist ja jetzt am einfachsten, weil wir dann nämlich den kompletten Ringzyklus auch noch in der Mercatorhalle gespielt haben. Und da kamen dann die Kollegen, Christoph und seine Kollegen auf mich zu und sagten, Mensch, wenn wir das konzertant machen, dann wollen wir das gerne live spielen. Und so haben wir das in Duisburg dann in der Mercatorhalle live eben auf Eisenbahnschienen dem Publikum dargebracht. Und die Götterdämmerungspremiere war vom Publikum her, von dem musikalischen Ergebnis so ein großer Erfolg, dass wir uns dann ganz kurzfristig entschieden haben, die komplette Ring-Serie aufzuzeichnen. Wir wussten nicht, was am Ende dabei rauskommt. Wir haben gedacht, wir schauen einfach mal, haben einen super Tonmeister engagiert, Holger Ubach, der das ganz toll aufgenommen hat. Und es ist so gut geworden, wirklich diese Live-Mitschnitte, dass wir uns entschieden haben, es auch zu veröffentlichen. Und so gibt es vom Rheingold bereits eine CD. Das Rheingold ist auf CD erhältlich und auch online. Und ab der nächsten Woche wird dann unsere Walküre auf jeden Fall auch online zum Streamen und zum Downloaden bereitstehen. Und ich kann Ihnen wirklich versprechen, es lohnt sich da mal reinzuhören. Es ist klanglich ein fantastisches Ergebnis. Ja, ich habe die CD hier mal vorliegen. Die kann man auch in diesen schwierigen Zeiten natürlich beziehen. Schreiben Sie am besten unseren Besucherservice eine Mail, dann wird es verschickt an Sie. Oder es gibt natürlich die Möglichkeit, die heute auch viele andere Leute natürlich nutzen, bei den gängigen Streaming-Formaten wie Spotify oder Tidal oder auch iMusic diese CD zu streamen. Und wie Axel Kupper gerade sagte, Sie brauchen auch nicht mehr lange warten. Die Walküre wird bald folgen und es ist auch eine fantastische Besetzung und es ist wirklich ein Traum, dass in dieser Notsituation der Mercatorhalle, wo es natürlich für uns, gerade für die szenische Seite, sehr schwierig war, sich da einzubringen und da auch den Leuten entsprechende Hilfestellung an die Hand zu geben. Aber es ist ein unglaublich tolles Ergebnis geworden und ich höre diese Aufnahme wahnsinnig gerne, weil sie unglaublich viel von der Qualität und von dieser auch sprachlichen Prägnanz, die diese Arbeit geprägt hat. Ja. Und vor allem auch wirklich das Live-Feeling hat. Also da passiert mal das eine oder andere, das ist keine Frage, aber es hat eine derartige Dichte und dadurch, dass es wirklich eine Live-Aufnahme ist, eine unglaubliche Spannung. Und das war in diesem Ringzyklus auch so, wir waren da fast wie eine eingeschworene Gemeinschaft durch diese Notsituation. Ich habe jedes Mal beim Publikum vor der Vorstellung gefragt, wer denn schon die anderen Teile gesehen hat. Und es war bei der Götterdämmerung tatsächlich so, dass 90% des Publikums den gesamten Ring dann in dieser Woche mitgehört und mit angeschaut haben. Und diese Atmosphäre ist, finde ich, auch auf der Aufnahme sehr gut eingefangen.
Ja, lieber Christoph, dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass du uns das so schön veranschaulicht hast. Vielen Und Dank. Und hoffentlich lässt sich die Hantel wieder herstellen, dass der Sport auch nicht zu kurz kommt in diesen schwierigen Zeiten. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich danke euch. gut. Alles Gute, bleibt gesund. Und hoffentlich Ja, ihr bitte auch. auf der Bühne. Danke. Ja, lieber Axel, wir sind ja jetzt in Nibelheim angekommen. Was dort passiert, kann man ja auch kurz mal zusammenfassen. Alberich hat seinen Bruder Mime und alle anderen Nibelungen versklavt mit der Macht, die dieser geschmiedete Ring mit sich bringt, und zwingt sie aus diesem Stollen heraus, das Gold zu schürfen, den sogenannten Hort. Dann kommen Wotan und Loge Inkognito dazu. Der Alberich erkennt die beiden gar nicht. Und mit einer List gelingt es Wotan und Loge, Alberich zu binden und ihn an die Oberfläche zurückzubringen. Da gibt es wieder ein fantastisches Zwischenspiel, wo auch die Ambosse nochmal zum Einsatz kommen, auf der Rückreise sozusagen. Und dann kommt es auf dieser Szene, die schon in der zweiten Szene, dieser Bergeshöhe, dazu, dass Wotan und Alberich in einen Konflikt miteinander geraten. Natürlich diese beiden großen Antipoden sich gegenüberstehen. Und Wotan Alberich dazu zwingt, den gesamten Hort, den Tarnhelm, den sein Bruder Mime geschmiedet hat, und auch den Ring ihm und Loge auszuhändigen. Das heißt, Wotan ist dann im Besitz dieses Ringes, die Götter kehren alle zurück. Auch die Riesen, die Freya in Geiselhaft genommen hatten inzwischen Zeit, die kommen auch zurück. Und nach einem langen Streit, wo auch Erda, die Göttin der Erde und die Urmutter dieser Welt, schlichten muss und Wotan dazu raten muss, diesen Ring den Riesen zur Bezahlung mit dem gesamten Hort zu geben, wird die Situation gelöst, indem diese gesamte Bezahlung, das heißt der Hort, der Tarnhelm und der Ring, den Riesen ausgehändigt wird, und damit ist Freya erlöst. Die Riesen, die geraten in den Streit miteinander, nämlich, dazu muss noch gesagt werden, dass Alberich den Ring, bevor er ihn Wotan ausgehändigt hat, in der Hinsicht verflucht hat, dass der Träger dem Tod geweiht ist, und der erste Träger dieses Rings, nämlich der Riese Fasold, wird auch sofort aus Habgier von seinem Bruder Fafner umgebracht. Dann, nachdem diese Handlungsstrang abgeschlossen ist, geht es jetzt daran, dass Wotan gemeinsam mit seiner Frau und den anderen Göttern die neue Burg bezieht. Und interessanterweise, diese Burg, die uns allen als Walhall vertraut ist, ist in dem Stück bis dahin nie so bezeichnet worden. Sie wurde immer als Burg bezeichnet. Und Wotan gibt diesen Namen Walhall dieser Burg und sagt es ganz en passant seiner Frau: in Walhall wohne mit mir. Und dann fragt die Frau, was soll denn das bedeuten? Und Wotan sagt, das wirst du dann schon merken, wenn du da mit mir wohnst. Und an dieser Stelle kann man sehen, das ist sehr interessant, weil hier wirklich Szene und Musik miteinander sehr sich ergänzen auch und in einer Art und Weise zusammenkommen, die wirklich interessant ist. Wotan hat in der Zeit, seitdem Alberich abgegangen ist und er diesen Hort und das aushändigen musste, den Riesen, zwei Pläne gefasst. Zum einen weiß er, dass Alberich in Verborgenen aufrüsten wird und gegen ihn Krieg führen wird. Da hat er jetzt den Plan gefasst, Plan A sozusagen, er wird in dieser Burg in Walhall Helden sammeln, er wird Töchter zeugen, die Walküren, die von den gefallenen Helden, also auf den Schlachtfeldern, auf den Wahlstätten, diese Helden als Zombies gewissermaßen nach oben bringen und da eine Armee rüsten. Und zu gleicher Zeit hat er auch eine zweite Idee, nämlich Plan B, das ist der freie Held, der unabhängig von den Göttern handelt und der es schaffen kann, diesen Ring von Fafner, dem Riesen, zurückzubringen und im Sinne der Götter zu behandeln. Dieser freie Held wird zunächst Siegmund sein. Und diesen Gedanken manifestiert Wagner auf zweierlei Hinsicht. Nämlich er sagt tatsächlich, so grüße ich die Burg, sicher vor Bang und Grauen, und in der gleichen Moment... Was passiert zur gleichen Zeit? Es kommt nicht Walhall-Motiv, sondern es kommt... Das ist das Motiv, das wir alle natürlich sehr, sehr gut kennen aus der Walküre dann spätestens. Das ist das Motiv des Schwertes. Das ist eben Plan B. Plan A sagt er im Text, Plan B hören wir in der Musik. Und hier stand der Regisseur Wagner vor einer wahnsinnigen Schwierigkeit bei der ersten Aufführung des Ringes, weil nämlich er kennt jetzt, inzwischen hat er das Stück ja zu Ende komponiert, er hat auch die Götterdämmerung zu Ende komponiert, und er weiß, welche wichtige Funktion dieses Schwert in der Musik dieses Werkes hat. Und er weiß auch, dass die Leute das hier zum ersten Mal hören und wie wichtig das ist. Und er möchte das gerne zeigen. Er macht die Aufgabe eines Regisseurs, er möchte einen Gedankengang für das Publikum erfahrbar machen, indem er in eine Auffälligkeit gerät.
Und dieses Schwert gibt es aber eigentlich noch gar nicht, jedenfalls nicht in seinen Regieanweisungen. Und da wurde lange überlegt, wie man das lösen kann. Cosima hat verschiedene Varianten in ihrem Tagebuch notiert von den Proben. Er hat mit dem Sänger Franz Betz, der erste Wotan in Bayreuth war, eine große Auseinandersetzung gehabt, wie kann man das in der Mimik zeigen, aber es fiel ihm auf, in Bayreuth ist das viel zu weit weg. Und dann kam er auf die Idee, dass dieser Hort, den die Nibelungen geschaffen haben, ja auch ein Schwert beinhalten könnte. Und dann wurde dem Sänger des Fafners erzählt, dieser Hort, den soll er vollständig mitnehmen, bis auf dieses alte Schwert, was er für wertlos erachtet, das dem Wotan vor die Füße werfen und der Wotan könne es dann aufnehmen und in diesem Moment, wo dieses Schwertmotiv erklingt, es ausstrecken und sozusagen seinen großen, hehren Gedanken, nämlich die Schaffung dieser Welsungen-Genealogie zeigen. Also, liebe Freunde der buchstabengetreuen Befolgung der Regieanweisung, ich muss Sie ganz, ganz furchtbar enttäuschen an dieser Stelle, vielleicht lieber besser weghören, weil nämlich Richard Wagner hat sich hier an dieser Stelle selbst nicht an seine Regieanweisung gehalten. Er hat was ganz Furchtbares betrieben, er hat nämlich etwas gemacht, was nicht in den Regieanweisungen steht. Also ist eigentlich in gewisser Weise ein Regietheater-Regisseur gewesen des Ringes. Und der nun sehr genau inszeniert hat, was er selbst im allwissenden Orchester im Graben erklingen lässt. Genau, das ist ja auch immer der Widerstreit. Text, Musik ist ein ganz großes Feld, das wollen wir jetzt hier nicht aufmachen. Aber auf jeden Fall zieht dann der Wotan mit seiner Frau und mit den anderen Göttern, mit Froh und mit Donner, Richtung Walhall. Und es kommt zu einem sehr, sehr, wie soll man sagen, sehr prägnanten Orchesternachspiel, wo Wagner ja, wir hatten es vorhin schon erwähnt, eine große Besetzung von Harfen und einen großen, also Pathos ist ein schwieriges Wort, aber einen großen Klang erzeugt, den aber immer bricht durch diese sehr ironischen Zwischenbemerkungen des Gottes Loge, des Halbgottes, der sagt, sie eilen ihrem Ende zu, die Götter, die so stark im Bestehen sich wähnen. Und gleichzeitig, das ist wirklich das Geniale, hat man auch noch die Opfer dieses Handels, nämlich die Rheintöchter, mit dem wirklich genialen Satz, traulich und treu ist nur in der Tiefe, falsch und feig ist, was dort oben sich freut. Also wir haben diese ganzen Dimensionen zusammengefasst in einen unglaublichen musikalisch-szenischen Zusammenwirken. Und wie schafft es Wagner jetzt, diese ganzen Stränge in der Musik dieser letzten Takte zu verpacken, lieber Axel? Ja, da kommen eben alle Welten dann quasi zusammen. Also man hat eigentlich nur noch nachdem die Rheintöchter geklagt haben, die letzten verminderten Akkorde und dann mit dem Schwertmotiv wird diese Harmonie aufgelöst in ein strahlendes Des-Dur. Und in dem Des-Dur hat man auf der einen Seite das Thema der Regenbogenbrücke, die Froh geschlagen hat. Man hat auf der anderen Seite durch die 6 Harfen eben die Welt der Rheintöchter mit dabei und durch den schweren Blechsatz natürlich, der einen sehr prägnanten Rhythmus spielt, das Grandiose und Majestätische der neuen Götterburg sozusagen. Ich werde gleich versuchen, diesen Schluss nochmal kurz am Klavier darzustellen, was natürlich, wie gesagt, nochmal eigentlich kein Ersatz für das wunderbare Orchester ist. Und damit dann auch zum Schluss kommen. Und ja, Dorian, vielen Dank, dass wir das so gemeinsam machen konnten. Ja, vielen Dank, lieber Axel. Es war mir ein riesiges Vergnügen. Ich hoffe Ihnen, liebe Zuschauer. Auf diesem technischen Wege für uns auch sehr ungewohnt, dieses Format. Aber wir wollen das gerne weiterführen und jeweils am Tage der nächsten Vorstellungen, also am Walkürentag, am Siegfriedtag und am Götterdämmerungstag, jeweils Sie mit einer kleinen Gesprächsrunde erfreuen. Und ich kann Ihnen versprechen, wir sind gerade in der Organisation, aber es werden sehr viele interessante und hochkarätige Gäste unsere Gesprächspartner sein. Und zwischendurch werden wir immer versuchen, Ihnen das ein bisschen eine schöne Zeit zu machen mit dem Ring, der in dieser Woche eigentlich original hätte stattfinden sollen. Und Ihr Feedback, liebe Zuschauer, ist uns sehr, sehr wichtig. Das heißt, wenn Sie Anregungen oder Fragen haben, die Sie schon immer mal bewegt haben beim Ringen, dann schreiben Sie uns die in die Kommentarfunktion der sozialen Netzwerke bei Facebook oder bei Instagram oder schreiben Sie eine Mail in die angegebene Mailadresse. Und wir versuchen so gut wie es geht, alle Fragen in den nächsten Folgen zu behandeln und vielleicht einige Ihrer Anregungen auch aufzunehmen. Ganz herzlichen Dank, lieber Axel. Habe einen schönen Tag noch. Ich wünsche auch einen schönen Tag. Bleiben Sie alle gesund und wenn Sie wollen, bis übermorgen. Bis übermorgen.